Ja, Leica ist ein bekannter Premium-Kamerahersteller, der Premium-Kamerahersteller, den es in Deutschland gibt. Leica kam vor über 5 Jahren zu Grand Centrix, ursprünglich um für eine Kamera, die gerade auf dem Weg in den Markt war, eine App zu entwickeln. Denn damals war das so, zu jedem neuen Kameramodell von Leica gab es auch eine neue App. Und für die Kunden von Leica hat das bedeutet, dass sobald sie eine zweite Kamera hatten oder von einem Kameramodell auf ein anderes gewechselt haben, auch eine zweite App brauchten. Ja, die Kernidee war, dass es für die ganzen unterschiedlichen Kameras von Leica nur noch eine App geben soll. Wir wollten gerne die User Experience in den Vordergrund stellen, haben sehr viel User Research zu Beginn gemacht, um dann wirklich das Wesentliche in eine App zu integrieren, die dann mit allen Kameras spricht. Also User Experience, Design, das Wesentliche, das war das Ziel. Grand Centrix hat uns sowohl auf der technischen Seite geholfen, aber auch geholfen, die Kundenwünsche in ein Produkt zu gießen. Und natürlich ist die Komplexität sehr groß, wenn es dann dazu kommt, dass man bis zu 20 Produkte mit einer App verbinden muss, die auch über eine sehr lange Zeit entstanden sind. Die ersten Produkte von Leica mit Wi-Fi kamen 2012 auf den Markt. Und das ist gar nicht so trivial, denn das sind ganz unterschiedliche Kameras, die sprechen auch in der Kommunikation ganz unterschiedliche Protokolle. Die Herausforderung ist eigentlich, dass wir wirklich Kameras über fast 10 Jahre eigentlich supporten. Dementsprechend hat sich die Technologie weiterentwickelt und wir müssen verschiedene Standards mit diesen Kameras sprechen. Und damit wir das nicht auf iOS und Android mehrmals implementieren müssen, haben wir halt ein SDK entwickelt, das abstrahiert das alles für die Apps. Eine der großen Herausforderungen dieser Leica-Projekt ist einfach immer sicherstellen, dass die User eine sehr gute User Experience hat, using our app, unabhängig von Plattform oder Devices, die benutzen. Das Projekt passt deswegen sehr gut zu Grand Centrix, weil es hier um drahtlose Kommunikation geht. Noch dazu gleich über verschiedene Technologien, also in dem Fall hier Wi-Fi und Bluetooth, gleichzeitig und voneinander abhängig. Was mich immer wieder begeistert, ist die totale Identifikation sowohl unseres Projektteams für Leica, wenn man in die Räume kommt, hier sind Leica-Kameras, Leica-Plakate, also totale Verbindung zum Unternehmen. Wir versuchen natürlich immer irgendwie einerseits agil zu sein, aber es geht am Ende halt auch um Hardwareentwicklung und dementsprechend ist es immer dieser Spagat zwischen agil, gerade auf der App-Seite und dann aber langfristiger die Hardware-Seite immer weiter zu planen. Man kann gar keinen Unterschied feststellen zwischen Leica-Mitarbeitern und Grand Centrix-Mitarbeitern und das ist auch sicher in der Gegenrichtung genauso. Grand Centrix begleitet uns jetzt seit 5 Jahren. Ich schätze Grand Centrix besonders, weil wir bringen mittlerweile fast alle 2 Wochen eine neue Version der App in den Markt. Super finde ich, dass wir auch in schweren Zeiten zusammengestanden haben. Wir haben letzte Woche hier gebührend unseren 100. Sprintwechsel gefeiert. Aber ich bin mir ehrlich gesagt auch sicher bei den ganzen Ideen, die für künftige Kameras noch auf der Roadmap stehen, dass wir hier auch noch den 200. Sprintwechsel erleben werden.